Es gibt Dinge, die nicht gestoppt werden können. Der vererbte Wille, Träume und der Lauf der Zeit. Solange es weiterhin Menschen gibt, die nach der Freiheit streben, so werden diese Dinge niemals gestoppt werden. Gold D. Roger in One Piece Kapitel 100. Der Beginn einer Legende. Wille, Träume und der natürliche Lauf der Zeit. Das alles sind Schlüsselkonzepte in der Geschichte von One Piece. Jedes Wesen besitzt einen eigenen Willen, eigene Eigenschaften und eigene Träume. Denn genau das ist es doch, worüber sich ein Wesen letztlich definiert. Manch einer begehrt nach verborgenem Wissen und Wahrheit, wie etwa die Gelehrten von Ohara. Auch wenn sie vernichtet wurden, so leben ihr Wille und ihr Traum in Robin weiter. Und auch Doc Bader sagte es: Ein Mensch stirbt erst dann, wenn er vergessen wird. Selbst wenn Doc Bader stürbe, so würde sein Traum weiterleben. Das wusste er. Nicht nur besitzt jedes Wesen also einen eigenen Willen und verfolgt eigene Träume, der Lauf der Zeit trägt diese Eigenschaften auch an künftige Generationen fort. Solange es also weiterhin Wesen gibt, die nach der Freiheit streben, so werden die Ideale der Vergangenheit auch in der Gegenwart leben und weiter in die Zukunft getragen. Und so werden auch die Trommeln weiter geschlagen, die Trommeln der Befreiung. Sie werden so lange schlagen, bis es entweder niemanden mehr gibt, der befreit werden muss, oder aber bis es niemanden mehr gibt, der sich an die alten Träume erinnert. Und um ein solches Szenario zu verhindern, wurden die Poneglyphe erschaffen. Und so ist es doch nur recht und passend, dass der immerzu lachende Befreier unter der schlimmsten Generation, Monkey D. Ruffy, nun zum nächsten Joy-Boy wurde. Doch was bedeutet das? Und was macht es aus Ruffy? Zerstört es womöglich seinen Charakter und degradiert seine Erfolge? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns eine andere Frage stellen. Was macht Ruffy aus? Die Antwort auf diese Frage kann sowohl sehr vielschichtig als auch simpel ausfallen. Wie auch immer, die kurze Antwort lautet: sein Wille und seine Träume. Was ändert es im Hinblick auf seine bisherigen Erfolge? Eigentlich gibt es dahingehend nur zwei Routen, die man einschlagen könnte. Erstens, Ruffy hat keinen Erfolg selbst erzielt, weil alles Schicksal war. Zweitens, Ruffy hat seine Erfolge selbst erzielt, weil er diese Erfolge benötigte, um überhaupt erst zum nächsten Joy-Boy zu werden. Und ich würde hier ganz klar die zweite Route gehen. Würde man sich nämlich für die erste Route entscheiden, dann könnte man in diesem Fall gleich alles relativieren. Entscheidet man sich für die zweite, dann bedeutet es, dass Ruffy hätte scheitern können. Und die Tatsache, dass er hätte scheitern können, impliziert, dass er den Erfolg selbst erzielt hat. Demnach hat es retrospektiv keinen Einfluss auf Ruffys Charakter. Ändern kann sich höchstens seine Zukunft. Zum Beispiel wäre es, Stand Kapitel 1043, durchaus möglich, dass Ruffy mit dem bzw. vielleicht auch den ehemaligen Joy-Boy, Joy-Boys interagieren kann. Zumindest dann, wenn Joy-Boy nun Ruffys Körper zu übernehmen versucht oder sich zumindest in ihm einnistet. Aber das ist erstmal ein anderes Thema, vielleicht eines für ein späteres Video. Um allerdings noch eine Sache klarzustellen: Ruffys Abenteuer ist Schicksal, wie Oda es bereits in Kapitel 1 etablierte. Aber das Schicksal hat nicht Ruffys Erfolge erzielt, das war Ruffy selbst. Nachdem ich nun also verdeutlicht habe, dass Ruffy seine Erfolge selbst erzielt hat, werfen wir einen Blick auf die Frage, wie Ruffy nun zum nächsten Joy-Boy werden konnte und was die vermeintliche Gomu Gomu no Mi damit zu tun hat. Erneut gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, Ruffys Teufelsfrucht hat etwas damit zu tun, zweitens, Ruffys Teufelsfrucht hat nichts damit zu tun. Das Interessante daran ist, dass die Seekönige meinten, ihre zwei Souveräne würden bald geboren werden. Einer in einem weit entfernten Ozean. Nun war Ruffy zu seiner Geburt aber weder im Besitz der Gomu Gomu no Mi, noch war er Joy-Boy. Er war genauso wenig Joy-Boy wie der Mann, der gerne zu den Zeiten von Joy-Boy gelebt hätte: Roger. Sowohl Roger als auch Ruffy tragen das D im Namen und lange Zeit gingen wir davon aus, dass Ruffy Rogers Willen geerbt hätte, und ich denke, dass dies auch der Fall ist. Diese ganzen Parallelen, die Shanks, Rayleigh und so weiter sehen, sind kein Zufall. Doch irgendetwas unterscheidet Ruffy von Roger. Denn schließlich ist Ruffy nun zum nächsten Joy-Boy geworden, wohingegen Roger es nicht ist.
Natürlich können wir noch nicht genau sagen, wie viele entscheidende Unterschiede es wirklich zwischen den beiden gibt, doch zwei können wir nennen. Erstens, Roger wurde zur falschen Zeit geboren. Bedeutet, die vermeintlich benötigte Shirahoshi war noch nicht geboren. Zweitens, es scheint ganz so, als hätte Roger nie eine Teufelsfrucht gegessen. Der andere Unterschied liegt also in der vermeintlichen Gomu-Gomu no Mi. Was also ist, wenn sowohl Roger als auch Ruffy den Willen von Joy-Boy geerbt hätten? Der eine erbte ihn lediglich, ohne zugleich auch alle Schlüsselteile zu besitzen. Ruffy wiederum besitzt alle Teile. Lasst uns nun also etablieren, warum die Gomu-Gomu no Mi wichtig sein könnte. In Kapitel 1017 erfahren wir, woher Shanks die Gomu-Gomu no Mi hat. Er hat sie von Who is Who gestohlen, der im Dienste der Weltregierung stand und die Teufelsfrucht sicher eskortieren sollte. 20 Kapitel später taucht Zunisha vor Wano Kuni auf, woraufhin ein Agent den 5 Weisen Bericht erstattet. Sie sind schockiert und reden von einer einzigartigen Teufelsfrucht, die von der Weltregierung umbenannt wurde, um sie in den Annalen der Historie zu verstecken. In Kapitel 1041 erhält dann ein CP0-Agent den Auftrag, Strohhut Ruffy zu töten, auch wenn es ein vollkommen waghalsiges Unterfangen darstellte. Aufgrund dieser Tatsache muss irgendetwas bezüglich Ruffy die 5 Weisen in Alarmbereitschaft versetzt haben, die vorher noch Robin als Ziel priorisiert hat. Interessant ist auch die Timeline. Who is Who sollte die Teufelsfrucht vor 12 Jahren eskortieren, was bedeuten könnte, dass wir uns die Ereignisse, die 14 oder 15 Jahre zurückliegen, besonders gut angucken sollten. Und da gibt es ein Ereignis, welches mich hat stutzig werden lassen. Vor 15 Jahren hat Fisher Tiger Mary Joa angegriffen und die Sklaven befreit. Sprich, zwischen den Ereignissen liegen ungefähr 2 bis 3 Jahre und eine Teufelsfrucht braucht 2 Jahre, um sich erneut zu manifestieren. Was also wäre, wenn Fisher Tiger den damaligen Nutzer, der zur Weltregierung gehörte, getötet hätte und die Frucht somit erst in die Außenwelt brachte? Das würde die Frage aufwerfen, warum die Weltregierung jemandem die Gomu-Gomu no Mi überlässt, solange er denn einer von den ihren ist. Die Antwort könnte simpel sein. Die Weltregierung wollte, dass die Teufelsfrucht erwacht, um an ihre Kraft heranzukommen. Vielleicht möchte Im-sama Joy-Boy kontrollieren, zum Beispiel um wiederum Poseidon kontrollieren zu können. Das ist bislang aber nie gelungen, weshalb die wahre Teufelsfrucht mittlerweile selbst für die 5 Weisen nichts weiter als eine Legende darstellt. Denn schließlich kam die wahre Teufelsfrucht seit Joy-Boy vermutlich nicht mehr zum Vorschein. Und der Grund, warum die Frucht nie erwacht ist, liegt daran, dass die Weltregierung die wahre Natur der Frucht nie beachtet hat. Der Nutzer der Gomu-Gomu no Mi muss nach der Freiheit streben, um die Frucht erwecken zu können. Er braucht außerdem die Veranlagung, um Joy-Boy zu werden, den Willen dazu. Das ist natürlich nur eine Vermutung, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da zumindest in Zügen etwas dran sein könnte. Reden wir nun aber über ein weiteres Schlüsselteil, welches für das Erwachen von Joy-Boy eine gewisse Relevanz zu haben scheint: der Strohhut. Demnach gibt es sogar ein Schlüsselteil, welches im Besitz von Ruffy und Roger, aber auch von Im-sama ist. Eine weitere Parallele, welche die Wichtigkeit der Gomu-Gomu no Mi aufzeigt, ist jene: Who is Who wurde für sein Versagen eingesperrt, wohingegen Rob Lucky, sein Counterpart, nach seinem Versagen letztlich noch zum CP0-Mitglied, also befördert wurde. Demnach wog das Versagen, Robin nicht einzufangen bzw. wieder zu verlieren, weniger schwer als der Verlust der Gomu-Gomu no Mi. Da Robin jedoch der Schlüssel ist, um an die alte Geschichte heranzukommen, muss die Gomu-Gomu no Mi zwangsläufig mit irgendetwas verbunden sein, das gefährlicher ist als jenes Wissen von Robin. Im Übrigen weist dieser Aspekt auch eine starke Parallele zu dem aktuellen Geschehen auf. Ruffy auszuschalten wurde neuerdings höher priorisiert, als Robin gefangen zu nehmen. Hier wird also eine direkte Parallele zwischen den jeweiligen Sachverhalten gezogen. Die vermeintliche Gomu-Gomu no Mi ist also ein Schlüsselteil. Allerdings einer, der von der Weltregierung umbenannt wurde. Ich glaube vielmehr, dass die wahre Teufelsfrucht die Hito-Hito no Mi Modell Hanuman und damit eine Zoan-Teufelsfrucht ist. Zunächst möchte ich also etablieren, warum es sich bei der vermeintlichen Gomu-Gomu no Mi wahrscheinlich um eine Zoan-Frucht handelt. Kaido ist ungewöhnlich besessen von Joy-Boy und der Idee, selbst zum nächsten Joy-Boy zu werden.
Vorgestellt wurde er uns aber mit einem anderen Gimmick, welches jedoch eine Menge damit zu tun haben könnte. Kaido meinte, dass der Tod eine Person vervollständige. Damit könnte er uns mit seinen Selbstmordversuchen den Hinweis auf den Auslöser geliefert haben. Ruffy musste zunächst sterben oder zumindest in einen Zustand geraten, der dem sehr nahe käme. An der Stelle werde ich auch einmal eine Strophe aus Binks Sake wiedergeben, wobei ich es sinngemäß aus dem Englischen übersetze. Nun fegt ein Sturm durch den weit entfernten Himmel. Jetzt tanzen die Wellen, schlag auf die Trommel. Wenn du deinen Nerv verlierst, könnte dieser Atem dein letzter sein. Doch wenn du ihn festhältst, dann wird die Morgensonne aufgehen. Hier sind ganz eindeutige Parallelen zu dem aktuellen Geschehen vorzufinden. Der Sturm könnte sich womöglich auf Dragon beziehen, der irgendwohin aufgebrochen ist, nachdem er die Sabo-Nachricht erhalten hatte. Die Wellen könnten sich auf den Sturm beziehen, der derweil Wano heimsucht. Die Trommel bezieht sich natürlich auf die Trommeln der Befreiung und der Atem bezieht sich auf Ruffy, der eben nun beinahe stirbt und die Nerven sowie seinen letzten Atem bewahren muss. Plus die Morgensonne, die erst dann aufgehen kann, wenn Joy Boy erscheint. Und somit haben wir ein weiteres Schlüsselteil aufgedeckt. Ruffy musste den Tod überwinden. Vielleicht musste er das sogar auf Wano Kuni tun. Warum aber glaubte Kaido, dass ausgerechnet er zum nächsten Joy Boy werden könne? Dafür müssen wir einen Blick auf Kaidos Crew werfen. Die Bestienpiraten. Kaido versammelt eine Crew von Zoan-Nutzern unter sich. Vielleicht weil er wusste, dass Joy Boy die diskriminierten Rassen befreien würde und Zoan-Nutzer mit ihren jeweiligen Tieren symbolisch genau dafür stehen? Doch warum begehrte er dann ausgerechnet die mythischen Zoan-Früchte? Etwa nur weil sie sehr stark sind? Oder weil er vielleicht wusste, dass eine bestimmte Zoan-Frucht benötigt würde, um als Joy Boy überhaupt erst erwachen zu können? Deshalb thematisierte er auch mehrmals Ruffys Kräfte. Erst meinte er, auch Ruffy könne wohl nicht zum nächsten Joy Boy werden, dann meinte er, Ruffys Frucht sei nicht wie Gummi. Doch warum ausgerechnet die Hito-Hito-No-Mi Modell Hanuman? Die auffälligste und wohl einfachste Parallele besteht darin, dass Hanuman ein Affengott ist und unser Protagonist Monkey D. Ruffy heißt. Außerdem ist da auch noch jene Coverpage. Doch das ist auch erst der seichte Anfang. Zunächst müssen wir nämlich einen Blick auf eine andere Figur werfen, nämlich Zunisha. Zunisha ist aller Wahrscheinlichkeit nach an den hinduistischen Gott Ganesha angelehnt. Ihre Namen klingen nicht nur sehr ähnlich, bei beiden handelt es sich nämlich um legendäre Elefanten. Interessant ist Ganeshas Hintergrund. Er ist nämlich der Sohn des Shiva. Shiva ist eine der Hauptgottheiten im Hinduismus und steht für die Zerstörung. Aber nicht für die Zerstörung im Sinne des Bösen. Er zerstört vielmehr das Alte, damit etwas Neues entstehen kann, was mich stark an Nika und Joy Boy erinnert. In unserem Fall könnte es konkreter bedeuten, dass Ruffy das System der Weltregierung zerstört, die Lebewesen von ihren Ketten befreit und miteinander vereint. Shiva wird übrigens auch als König des Tanzes betitelt, was mich an jenes Skypiea-Tanzpanel erinnert, wo es die Ruffy und Nika Parallele gibt. Wer aber ist jetzt Hanuman? Hanuman ist ein Affengott und zufällig ist er auch der Sohn des Windgottes Vayu. Sprich, auch hier finden wir unter Umständen eine Parallele zu Ruffy und Dragon. Bevor ich nun aber weiter aushole, möchte ich noch eine Sache klarstellen, damit es später nicht zur Verwirrung führt. Oda lässt sich gerne von verschiedenen Mythologien inspirieren. Allerdings übernimmt er die Dinge nicht einfach. Zum Beispiel hat er sich an der Geschichte von Adam und Eva inspirieren lassen, jedoch sein eigenes Ding daraus gemacht. Stichwort Schatzbaum Adam und Sonnenlichtbaum Eva. Ich sage das deshalb, weil hinter der Hito-Hito-No-Mi Modell Hanuman nicht einfach der hinduistische Gott Hanuman steckt. Er ist die Inspiration dafür, doch letztlich macht Oda sein eigenes Ding daraus. Die folgenden Parallelen finden sich daher nicht nur in der Teufelsfrucht, sondern auch in Ruffy selbst, was eigentlich schon gut aufzeigt, dass Oda eben sein eigenes Ding daraus macht. Außerdem will ich sagen, dass ich kein Experte bin, was den Hinduismus angeht. Daher habe ich die verschiedenen Quellen in der Beschreibung verlinkt, vielleicht möchte sich ja jemand diese Artikel durchlesen. Also kommen wir jetzt zu den weiteren Parallelen. Als Hanuman noch ein Baby war, versuchte er die Sonne zu essen, weil er sie mit einer Mango verwechselte. Ich denke, dass das einen guten Startpunkt darstellt.
Nicht nur haben wir Ruffys unermesslichen Appetit, wir haben auch eine direkte Verbindung zur Sonne. Im Übrigen könnte das etwas mit der Teufelsfrucht-Thematik selbst zu tun haben, aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Da Hanuman versucht hatte, die Sonne zu essen, wurde er von Indra bestraft. Und zwar schleuderte Indra ihm einen Blitz vor das Kinn, woraufhin Hanuman ohnmächtig wurde. Da er nach wie vor, sagen wir mal, wild war, haben mächtige Weise seine Kräfte versiegelt, die so lange versiegelt blieben sollten, bis er auf Rama träfe, was letztlich auch geschah. Hanuman schwor Rama dann seine Treue, was natürlich so nicht zu Ruffy passt. Dieser Sachverstand ändert sich allerdings, wenn man Rama genauer betrachtet und die Thematik auf eine sinnbildliche Ebene anhebt. Rama soll nämlich den idealen Menschen darstellen, der rechtschaffen ist und stets gut mit seinen Mitmenschen umgeht. Ich könnte mir also vorstellen, dass Rama in One Piece vielmehr eine symbolische Rolle einnimmt. Ruffy also als der Bringer des Guten und der Zerstörer des Alten und Bösen. Passend dazu ist auch, dass nicht nur Ganesha der Sohn von Shiva ist, sondern Hanuman eine Inkarnation von ihm. Das Reittier von Shiva ist übrigens der Stier Nandi, was mich zufällig an Ruffys Reittier auf Dressrosa erinnert. Und eine weitere Parallele, haltet euch fest, findet sich in einem bestimmten Gegenstand, den Shiva besitzt. Shiva besitzt nämlich eine sogenannte Sanduhrtrommel, die mit ihrem Klang die Entstehung des Universums verkörpert. Damit hätten wir sowohl Parallelen zwischen Joyboy, Ruffy und Shiva, aber auch welche zwischen Joyboy und Zunisha, wenn Shiva und Hanuman wirklich als die jeweilige Inspiration gedient haben. Werfen wir nun einen Blick auf 4 von 8 Sider, die Hanuman erhalten hat. Diese finden sich nämlich im Charakter von Ruffy wieder. Sider sind übrigens so etwas wie magische Fähigkeiten und wir betrachten nun erstmal Sider 5 bis 8. Das 5. Sider besagt, jeden Ort betreten zu können. Ruffy möchte der König der Piraten werden, um die absolute Freiheit zu erlangen, sprich an jeden erdenklichen Ort reisen zu können, sprich hier findet sich eine eindeutige Parallele. Das 6. Sider besagt, die Fähigkeit, die Wünsche anderer zu erfüllen. Genau das ist ein Element, welches Ruffy mehrfach unter Beweis gestellt hat. Zum Beispiel in Alabasta, in Dressrosa und ich denke sehr bald auch auf Wano Kuni. Sprich, auch hier finden wir wieder eine Parallele zu Ruffy. Das 7. Sider besagt, die absolute Führungsstärke. Auch wenn man es Ruffy vielleicht nicht direkt anmerkt oder es vielleicht auch nicht direkt als Führungsstärke klassifizieren würde, Freunde zu gewinnen, die ihm folgen, ist eine seiner größten Stärken überhaupt. Eine, die zum Beispiel auch von Mihawk adressiert wird. Sprich, auch hier finden wir eine Parallele zu Ruffy. Und das 8. Sider besagt, alles zu unterjochen. Das klingt zunächst nicht so sehr nach Ruffy, passt dennoch aber ziemlich gut. Hier findet sich nämlich eine Parallele zum Königshaki und vielleicht auch zum Piratenkönig, auch wenn Ruffy natürlich nicht Piratenkönig werden möchte, um alle zu unterjochen. Trotzdem muss man sagen, auch hier findet man eine Parallele zu Ruffy. Aber auch abgesehen von diesen Sider soll Hanuman Eigenschaften besitzen, die denen von Ruffy ähneln. Interessant fand ich zum Beispiel, dass Hanuman nachgesagt wird, dass er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennen soll oder eines Tages kennen wird. Das trifft nämlich sehr schön auch auf Ruffy zu. Die Vergangenheit, weil er erfährt, was im verlorenen Jahrhundert geschehen ist. Die Gegenwart, weil er in der Gegenwart lebt und die Zukunft, weil er mit seinem Haki in die Zukunft sehen kann. Nun, wo wir also über das Charakterliche gesprochen haben, würde ich ganz gerne einen Blick auf die Fähigkeiten werfen, also auf die ersten 4 Sider. Denn eine große Frage bleibt der Stand jetzt bestehen. Warum hat Ruffy Gummikräfte, wenn er nicht die Gomu Gomu no Mi gegessen hat? Das 1. Sider besagt, seinen Körper zu verkleinern. Diese Fähigkeit findet sich in Gear 3, wo ursprünglich als Nebenwirkung eine Verkleinerung von Ruffy stattfand. Sprich, hier findet sich eine Parallele zu Gear 3. Das 2. Sider besagt, seinen Körper zu vergrößern. Genau das passiert eigentlich in Gear 3. Man könnte auch ganz allgemein anstatt des Dehnens sagen, dass Ruffy seinen Körper einfach vergrößert oder eben verlängert. Das würde auch dazu passen, dass Kaido meinte, Ruffys Fähigkeiten entsprechen nicht direkt den Eigenschaften von Gummi. Das 3. Sider besagt, unendlich schwer werden. Im Prinzip wird Ruffy auch in Gear 3 deutlich schwerer. Also findet sich auch hier eine Parallele, wenn Ruffy natürlich auch nicht unendlich schwer wird.
Eventuell könnte man das auch auf manche Gear 4 Formen adaptieren. Und das 4. Sieder besagt schließlich, beinahe gewichtlos werden. Eventuell nutzt Ruffy eine solche Fähigkeit, wenn er Gear 2 oder Gear 4 Snake Man benutzt, weshalb er so schnell wird. Außerdem denke ich, dass Mini-Ruffy ebenfalls leichter sein sollte als der große Ruffy. Das waren also die 4 Sieder, die ziemlich gut zu der Gomu-Gomu-no-Mi passen. Das war aber noch nicht alles. Hanuman soll in der Lage dazu sein, sich in verschiedene Tiere oder Objekte zu verwandeln. Die Verwandlung in verschiedene Tiere finden wir natürlich in Ruffys Gear 4 wieder. Was übrigens auch interessant ist und was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Tatsache, dass Hanuman eine seiner Fähigkeiten vom Sonnengott Surya erhalten hat. Eine andere Fähigkeit, die ich noch nicht genannt habe, findet sich ebenfalls in Ruffy wieder. Und zwar soll Hanuman immun gegen Feuer gewesen sein und sogar in der Lage dazu sein, dieses zu erzeugen, was natürlich an Ruffys Red Hawk erinnert oder an den derweil schmelzenden Strohhut. Warum aber nun Gummi? Oder allgemein, woher kommen die Kräfte der Gomu-Gomu-no-Mi? Diese Frage zu beantworten ist nicht einfach. Ich denke, dass Oda die Fähigkeiten, die ich gerade genannt habe, kombiniert hat. Schwerer werden, leichter werden, größer werden, kleiner werden, Feuer erzeugen, sich in verschiedene Tiere verwandeln, Indra, der Hanuman mit einem Blitz bewirft. Vielleicht ist er deshalb immun gegen Blitze geworden, zumindest in Odas Buch. Ich finde, die Kombination aus diesen Fähigkeiten macht es sehr gut möglich, dass Ruffy von vornherein nie wirklich aus Gummi bestand, sondern einfach Hanuman war, also irgendwie zumindest. Denn wie gesagt, Oda übernimmt diese Elemente ja nicht 1:1. Es könnte natürlich aber auch sein, dass Ruffy sehr wohl aus Gummi besteht und einfach noch viel mehr als das ist. Vielleicht war Gummi für Oda die Möglichkeit, diese Dinge schlüssig zu kombinieren. Im Endeffekt stellt sich dann einfach heraus, dass Ruffy immer mehr als einfach nur aus Gummi bestand. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf zu erfahren, ob Ruffy nun wirklich die Hito-Hito-no-Mi Modell Hanuman gegessen hat oder doch eine andere Frucht. Sollte es sich dann in den nächsten Kapiteln tatsächlich herausstellen, dass Ruffy die Hanuman-Frucht gegessen hat, dann habe ich tatsächlich auch einen ganz interessanten Gedankengang bezüglich Im-Sama und den 5 Weisen. Aber bis dahin werde ich erstmal gespannt abwarten, was Oda noch so alles geplant hat. Und ich glaube, in den nächsten Wochen kommt wirklich eine Menge auf uns zu.